Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um die allererste Quiltübung. Was macht meine Nähmaschine, was macht mein Stoff und was mache ich als Quilter? Dazu erstellen wir gemeinsam ein 30 x 30 cm großes Patch, das wir nachher als Topfuntersetzer nutzen können. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Bevor wir anfangen, schauen wir uns unsere Nähmaschine einmal genau an. Was macht unsere Nähmaschine eigentlich? Unsere Nähmaschine hat einen Untertransport. Beim Nähen kommt unser Untertransport hoch, greift mit den Zähnchen den Stoff und schiebt den Stoff nach hinten weg. Unser Untertransport taucht wieder tief, arbeitet sich nach vorne, kommt hoch, greift erneut den Stoff und schiebt ihn wieder gerade nach hinten weg. Unser Füßchen, unser Füßchen hält einfach nur gegen. Unser Untertransport kommt nach vorne, kommt hoch, greift den Stoff. Unser Füßchen gibt Druck, damit der Stoff nicht wegrutscht. Und unser Untertransport schiebt den Stoff weiter nach hinten. Das heißt, unsere Maschine schiebt unseren Stoff gerade nach hinten. Nicht krumm, nicht schräg, einfach nur ganz gerade nach hinten. Wenn das so ist, warum passiert dann Folgendes beim Nähen? Unsere Maschine, die nur gerade nähen kann, näht eine Kurve. Unsere Maschine näht keine Kurve. Für diese Kurve ist unser Stoff verantwortlich, denn unser Stoff bleibt einfach liegen. Er liegt auf unserer Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte bietet schon einen Widerstand. Wir haben vielleicht noch Matten liegen. Irgendwo liegt vielleicht noch irgendetwas rum, das den Stoff blockiert. Und all das beeinflusst unsere Naht. Und je größer unser Stoffstück ist, je mehr Widerstand da ist, je krummer wird unsere Naht. Und das Bindeglied zwischen Nähmaschine und Stoff, das sind wir. Das sind unsere Hände. Wir schieben den Stoff und geben damit die Richtung vor, in die unsere Naht verlaufen soll. Das heißt, ich kann eine gerade Ausnaht nähen und ich kann, wenn ich mag, eine Kurve nähen. Und genau damit fangen wir in unserer ersten Quiltübung an. Zunächst einmal bauen wir unser Sandwich auf. Das wird eine Unterlage für Töpfe. Sie soll also wärmeisolierend sein. Also nehmen wir als Füllmaterial Thermolan. Thermolan ist als Füllmaterial gerade für Anfänger sehr gut geeignet, denn das hat ein bisschen Grip. Wir brauchen nicht mehr viel zu stecken, sondern können schnell loslegen und haben die Gewissheit, da verrutscht nichts. Wir nehmen unseren Unterstoff, groß genug, damit wir, wenn wir unser Thermolan zurückschlagen, noch den Unterstoff sehen können, damit wir nachher nicht irgendwas schräg festnähen. Das wäre schade. Unser Thermolan haftet schon ein bisschen auf unseren unteren Stoff und darüber schlagen wir unser eigentliches Quilttop. Streichen das Ganze gut glatt und wenn wir das hier jetzt so hochheben, dann seht ihr, das greift wirklich sehr gut. Unser so hergestelltes Quilttop schieben wir einmal mitten unter unsere Maschine. Wir starten in der Mitte. Wir halten den Oberfaden fest, senken unser Füßchen ab, nähen einen Stich. Dieser eine Stich holt uns den Unterfaden nach oben. Wenn wir unser Sandwich nur nach vorne ziehen und an unserem Oberfaden ziehen, haben wir unseren Unterfaden an der Oberseite.
Wir gehen zurück und vernähen dreimal auf der Stelle. Das heißt, wir stellen unseren Untertransport einmal ab und nähen dreimal. Meine Stichlänge wähle ich auf 3 mm. Holen den Obertransport wieder nach vorne. Wir haben an der Maschine noch gar nichts extra für Quilten eingestellt. Wir haben unser Standardfüßchen, wir haben unsere Universal-Nähnadel. Ich habe jetzt Quiltgarn genommen. Ihr könnt jedes Garn verwenden, das ihr da gerne verwenden möchtet. Lasst uns in der ersten Übung einmal genau verfolgen, was passiert eigentlich. Was machen wir hier eigentlich? Unsere Maschine schiebt unseren Stoff auf diesem kleinen Stückchen immer gerade nach hinten weiter. Unser Stoff ist träge und bleibt einfach liegen und verzögert auch noch ein bisschen, weil er überall auf Widerstände trifft. Das Bindeglied zwischen Stoff und Maschine, das sind unsere Hände, das sind wir. Und wir geben vor, was jetzt tatsächlich an der Maschine passieren soll. Das ist eigentlich gar nicht fremd. Und in dieser ersten Übung schauen wir, was passiert, wenn wir unseren Stoff immer wieder an unterschiedlichen Stellen blockieren. Wir versuchen ein Muster zu erzeugen, nur dadurch, dass wir unseren Stoff immer mal wieder festhalten. Wir fangen an. Wir nähen und blockieren einmal unseren Stoff. Wir blockieren ihn an der anderen Seite. Wir möchten einmal um die Kurve. Hier blockiert die Maschine, das heißt, ich lege meinen Stoff einmal um und lege meinen Finger dann wieder auf. Streicht euren Stoff zwischendurch immer wieder mit den Händen glatt. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr diese Serie gerne weiterverfolgen möchtet, abonniert den Kanal und drückt einmal auf dieses Glöckchen. Wir können schon unsere Fäden abschneiden. Macht das Ganze ganz locker und lasst da ein bisschen den Zufall regieren. Fixiert den Stoff einfach immer nur an einzelnen Punkten. Wenn ihr merkt, es ist gar nicht mehr euer Finger, der das Ganze blockiert, sondern es ist eigentlich mehr die Nähmaschine, weil der Stoff an der Nähmaschine hängen bleibt, dann rollt ihr euer Patch einfach ein. Haltet den Finger mitten auf euer Patch und näht einmal herum. Näht ruhig über eure schon genähte Linie und dreht euren Stoff nach Herzenslust einfach, ohne nachzudenken, unter der Maschine. Habt beim Quilten immer dieses Bild von den Transporterfüßchen vor Augen. Habt im Hinterkopf, wie der Transporteur den Stoff hebt und nach hinten schiebt. Und ihr dirigiert nur die Richtung. Die Maschine bewegt den Stoff, schiebt ihn gerade nach hinten und ihr entscheidet, welche Richtung ist denn gerade das aktuelle Gerade. Ihr könnt wild drehen, wenn ihr hängen bleibt und eure Stiche dadurch sehr klein werden, interessiert uns das gar nicht. Wir quilten einfach weiter.
Wenn wir aufhören möchten, nähen wir wieder dreimal auf der Stelle, stellen also unseren Untertransport eben weg, nähen dreimal auf der Stelle, heben unser Füßchen, ziehen unser Patch zur Seite, nehmen unseren Unterfaden, schieben das Ganze wieder ungefähr zurück und holen mit einem Stich unseren Unterfaden wieder hoch. Nun können wir das Ganze beruhigt abschneiden. Und unsere erste Übung ist soweit fertig. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen und sehen, oh, guck mal, hier habe ich das jetzt aber viel zu locker, das kann ich ja schieben und hier liegt das komisch, wo auch immer, da liegt es auch komisch. Das ist okay. Darum haben wir unseren Unterstoff eine ganze Ecke größer gelassen. Wenn er sich hier ein bisschen nach innen zieht, macht das gar nichts. Damit aus meiner kleinen Übung jetzt ein Topfuntersetzer wird, nehme ich meine Briefeckenschablone und setze mir einmal Briefecken ein. Wie ihr die erstellt oder wie das System funktioniert, verlinke ich euch hier oben. So schaut das Ganze nun aus. Unsere allererste Quiltübung ist geschafft. Yay! Und glaubt mir, schwieriger wird's nicht. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!